Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Leon und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Unser Thema heute ist super wichtig, besonders für alle, die neu nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht seid ihr erst vor ein paar Wochen oder Monaten hierher gezogen und alles ist neu. Die Sprache, die Regeln, die Kultur. Manchmal wirkt alles sicher und freundlich, aber leider gibt es auch hier Menschen, die andere betrügen wollen. Viele Betrüger nutzen das aus. Neue Leute kennen die Regeln nicht genau, verstehen manche Wörter nicht oder wissen nicht, wie man sich schützt. Deshalb ist dieses Thema so wichtig. In dieser Folge sprechen wir über echte Beispiele aus dem Alltag. Wir erklären euch, wie Betrug in Deutschland funktioniert und wie ihr euch ganz einfach davor schützen könnt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dabei, eure Sicherheit ist es wert. Bist du bereit, Sarah? Ja, Leon. Ich freue mich sehr. Betrug ist ein Thema, das uns alle betrifft. Es gibt viele Arten von Betrug und oft merkt man es erst zu spät. Wir wollen zeigen, wie man sich schützt. Lass uns gleich loslegen. Viele Menschen denken, dass Betrüger nur auf der Straße arbeiten. Aber heute passieren viele Betrugsfälle im Internet. Wie erkennen wir eine betrügerische Nachricht? Wenn du plötzlich eine E-Mail von deiner Bank bekommst, die dich auffordert, auf einen Link zu klicken und deine Daten einzutragen, dann ist Vorsicht geboten. Seriöse Institute fragen nie per E-Mail nach deinem Passwort oder deiner PIN. Schau dir genau die Adresse im Browser an. Eine echte Seite beginnt mit HTTPS prim und zeigt ein kleines Schlosssymbol. Manchmal sieht die Adresse sehr echt aus, mit kleinen Änderungen im Namen. Wie verhinderst du, dass du hereinfällst? Am besten machst du Folgendes. Wenn du dir unsicher bist, ruf deine Bank direkt an. Benutze nicht die Telefonnummer aus der E-Mail, sondern die Nummer von der Rückseite deiner Karte oder von der offiziellen Webseite. Dann kannst du sicher sein, dass keine Fremden Zugriff auf deine Kontodaten bekommen. Das klingt einleuchtend. Was ist mit gefälschten Webseiten, die wie echte Shops aussehen? Das ist ein großes Problem. Betrüger kaufen passende Domainnamen, die fast genauso aussehen wie bekannte Shops. Sie setzen sehr niedrige Preise, damit viele Leute zuschlagen. Wer dann bestellt, bekommt nie die Ware und ist sein Geld los. Achte darauf, ob der Shop nur außerordentlich niedrige Preise hat. Und lies nach, was andere Kunden berichten. Kannst du erklären, wie man diese Kundenberichte findet? Gib den Namen des Shops in eine Suchmaschine ein, gefolgt von dem Wort Erfahrungen oder Bewertungen. Wenn du viele negative Rückmeldungen findest, besonders zu Zahlungen, dann solltest du vorsichtig sein. Lies verschiedene Berichte, nicht nur die ersten 3. Okay, kommen wir zum Thema Identität. Wie leicht ist es, dass Betrüger sich als dich ausgeben? Wenn sie Zugang zu deiner persönlichen Daten bekommen, können sie in deinem Namen Verträge abschließen. Sie können zum Beispiel einen Handyvertrag beantragen oder Geräte auf Rechnung bestellen. Du bekommst dann hohe Rechnungen, die du bezahlen musst. Wie kommen Betrüger an diese Daten? Oft über Phishing-Mails oder gefälschte Apps. Manchmal geben sie sich auch als Amt aus und fordern eine Kopie deines Ausweises. Wenn du das einfach schickst, hast du deine Identität abgegeben. Speichere deine Ausweiskopie nie unverschlüsselt auf deinem Computer. Und schicke sie nur, wenn du sicher bist, dass die Behörde echt ist. Was kann man tun, wenn man merkt, dass jemand anderes unter dem eigenen Namen bestellt hat? Du solltest sofort zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Dazu brauchst du einen Datenauszug, der zeigt, welche Verträge in deinem Namen abgeschlossen wurden. Deine Bank kann dir dabei helfen, ungewöhnliche Buchungen zu stoppen. Und wenn es um Handyverträge geht, informiere den Anbieter und fordere eine Sperre für neue Verträge. Ist es sinnvoll, einen Anwalt einzuschalten? In vielen Fällen reicht die Polizei und die Verbraucherzentrale. Doch wenn du einen großen Schaden hast, kann dir ein Anwalt helfen, Schadenersatzansprüche durchzusetzen. Die Verbraucherzentrale kann dir auch dabei helfen, die richtigen Formulare auszufüllen. Jetzt zum Thema Wohnungsbetrug. Immer wieder liest man von gefälschten WG-Anzeigen. Wie funktioniert das genau? Betrüger stellen eine vermeintlich günstige Wohnung oder WG ein. Sie verlangen eine Kaution, bevor man die Wohnung sieht. Wenn man bezahlt, verschwindet der Kontakt. Die Wohnung gibt es aber gar nicht. Wie erkennt man solche Fake-Anzeigen? Wenn die Bilder sehr professionell aussehen und der Preis weit unter dem Marktwert liegt, ist Vorsicht geboten. Frage nach einem Besichtigungstermin. Ein Betrüger wird sehr schnell auf Zahlung drängen und Ausreden haben, warum keine Besichtigung möglich ist. Manchmal bekommt man eine ganz nette E-Mail und denkt,
alles sei echt. Dann zahlt man aus Angst, die Wohnung zu verlieren. Genau. Deshalb sollte man niemals Geld überweisen, bevor man den Mietvertrag vor sich hat und die Wohnung gesehen hat. Und lass dir den Personalausweis des Vermieters zeigen oder seine Firma nennen. Prüfe Namen und Adresse im Internet. Und was ist, wenn man schon bezahlt hat und merkt, dass es Betrug war? Auch hier ist die Polizei dein erster Schritt. Dazu gehören auch falsche Verträge. Zudem kannst du deine Bank bitten, die Zahlung zurückzuholen. Bei Überweisungen ist das oft schwieriger, aber bei Lastschrift oder Kreditkarte gibt es mehr Chancen. Und melde dich bei der Verbraucherzentrale. Könntest du kurz erklären, was die Verbraucherzentrale genau ist? Die Verbraucherzentrale ist eine staatlich anerkannte Einrichtung, die Bürgerinnen und Bürger berät und unterstützt. Sie hat Beratungsstellen in vielen Städten. Dort bekommst du Informationen zu Recht und du kannst kostenlose Beratung erhalten. Gut zu wissen. Neben Online-Betrug, Identitätsdiebstahl und Wohnungsbetrug gibt es im Alltag auch viele Fallen. Zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt oder auf dem Markt. Ja, zum Beispiel, wenn du an einem Stand eine sehr günstige Ware siehst. Wenn der Preis zu niedrig ist, frage nach dem Hersteller und der Herkunft. Manchmal sind die Produkte von minderer Qualität oder gar gefälscht. Bei elektronischen Geräten ist Vorsicht wichtig, denn da kann es zu Kurzschlüssen und Schäden kommen. Und auf Reisen? Im Zug oder in der Bahn kann dir jemand dein Portemonnaie stehlen. Achte immer auf deine Tasche und nimm nicht viele Karten und Dokumente mit, wenn du draußen bist. Wenn trotzdem etwas abhanden kommt, sperre sofort deine Bankkarte und melde den Verlust der Polizei. Ein wichtiger Punkt ist auch, nicht zu viele Daten auf öffentlichen Computern einzugeben. Genau. Öffentliche Computer können mit Trojanern oder Keyloggern infiziert sein. Wenn du dich in dein E-Mail-Konto oder in dein Bankkonto einloggst, können Betrüger deine Zugangsdaten abfangen. Nutze lieber dein eigenes Gerät und ein sicheres WLAN. Wenn jemand versucht, dich unter Druck zu setzen, schnell zu handeln. Zum Beispiel mit einer Frist von wenigen Stunden. Was soll man tun? Nimm dir Zeit. Betrüger möchten, dass du unter Stress Geld überweist oder Daten preisgibst. Sage, dass du erst mit Freunden oder der Familie sprechen willst. Prüfe alle Details und informiere dich. Seriöse Anbieter geben dir genug Zeit. Wie wichtig ist es, regelmäßig die Kontobewegungen zu prüfen? Sehr wichtig. Schau mindestens einmal pro Woche in dein Online-Banking. Wenn du ungewöhnliche Buchungen siehst, melde sie sofort deiner Bank. Je schneller die Bank reagiert, desto eher kannst du dein Geld retten. Ein weiterer Tipp. Oft bieten Apps und Online-Dienste eine Zwei-Schritt-Verifizierung an. Ja, das ist sehr hilfreich. Dabei bekommst du bei jeder Anmeldung einen Code per SMS oder über eine App. Auch wenn jemand dein Passwort kennt, kommt er ohne den Code nicht weiter. Aktiviere diese Funktion überall, wo sie angeboten wird. Nun sprechen wir über den Fall, dass man Opfer einer Straftat wurde und Anzeige erstattet hat. Was passiert dann? Die Polizei nimmt deine Anzeige auf und ermittelt. Du bekommst eine Vorgangsnummer, die du bei deiner Bank oder bei anderen Stellen angeben kannst. Mit dieser Nummer belegt man, dass es sich um einen Betrug handelt. Kann man sein Geld zurückbekommen? Es kommt darauf an. Wenn die Bank schnell reagiert und der Täter noch nicht ausgezahlt hat, gibt es Chancen. Bei Kartenzahlungen oder Lastschriften kann man in der Regel einen Chargeback machen. Aber bei normaler Überweisung ist es schwieriger. Deshalb sollten wir immer vorsichtig sein. Noch eine Frage. Wie erkläre ich Freundinnen oder älteren Menschen das Thema Betrug am besten? Nutze einfache Beispiele aus dem Alltag. Zeige ihnen eine echte und eine gefälschte E-Mail. Erkläre, dass niemand per E-Mail Passwörter oder den PIN verlangt. Übe mit ihnen gemeinsam, wie man eine sichere Webseite erkennt und wo man im Zweifel Informationen findet. Und ermutige sie, immer nachzufragen, wenn sie unsicher sind. Eine Freundin von mir wurde betrogen. Jemand hat unter ihrem Namen ein iPhone bestellt und es an eine DHL-Packstation geliefert. Jetzt muss sie jeden Monat die Raten für das Handy bezahlen, obwohl sie das Gerät nie bekommen oder benutzt hat. Als sie merkte, dass das Geld von ihrem Konto abgebucht wird, ging sie zur Polizei und erzählte alles. Doch die Beamten sagten, sie könnten nichts tun, weil solche Fälle so häufig vorkämen und die Täter oft anonym bleiben. Das ist wirklich ärgerlich. Online-Händler und Paketdienste müssten mehr Sicherheit einbauen. Eine gute Idee wäre, vor jeder Abholung eine Bestätigung per Post zu schicken. Die echte Empfängerin würde einen Brief an ihre Wohnadresse bekommen mit einem individuellen Abholcode. Erst mit diesem Code kann man das Paket an der Packstation freischalten.
So kann niemand ein Paket nur mit Name und Telefonnummer abholen. Genau. Außerdem habe ich von einem Freund gehört, dass man beim Mieten einer Wohnung in großen Städten wie Berlin oder Hamburg besonders vorsichtig sein muss. Weil Wohnungen selten sind, bekommen Betrüger leicht Geld im Voraus. Sie schickten eine Bankverbindung aus dem Ausland und einen gefälschten Mietvertrag oder Videos von der Wohnung. Viele Interessenten überweisen das Geld, weil sie denken, sie sichern sich so ihre Traum-WG, obwohl es die Wohnung gar nicht gibt. Das Problem ist, dass man die Echtheit kaum prüfen kann, wenn man nicht vor Ort ist. Ein guter Schutz ist, nie Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. In Deutschland gibt es das SEPA-Verfahren. Eine echte IBAN für deutsche Konten beginnt immer mit DE und hat 22 Stellen. Wer ein fiktives Konto in Lettland oder Polen angibt, nutzt oft IBANs, die nicht zum Vermieter passen. Außerdem hilft es, sich den Personalausweis oder den Gewerbeschein des Vermieters zeigen zu lassen und diese Daten mit dem Einwohnermeldeamt oder dem Handelsregister abzugleichen. Das klingt sinnvoll. Aber was, wenn der Betrüger sehr überzeugende Videos von der Wohnung schickt? Sie nehmen dann echte Räume auf, zum Beispiel von einem aktuellen Mietportal, und schneiden den Namen des Vermieters heraus. So wirkt alles echt. Deshalb sollte man auch immer nach einer Live-Besichtigung per Videochat fragen. Ein kurzer Videoanruf reicht, indem man den Vermieter bittet, mit dem Handy durch die Zimmer zu gehen und dabei bestimmte Details einzublenden. Zum Beispiel ein Buch auf dem Tisch oder das aktuelle Datum auf einem Kalender im Hintergrund. Kommt der Anrufer zu zögerlich oder weicht er aus, ist Vorsicht geboten. Und wenn man schon überwiesen hat und feststellt, dass es Betrug war, kann man sein Geld zurückbekommen? Bei Überweisungen ist das schwierig. Manche Banken bieten eine Rückholbuchung an, aber nur innerhalb kurzer Zeit und nur, wenn die Empfängerdaten genau bekannt sind. Besser ist es, Lastschriftverfahren oder Kreditkartenzahlung zu nutzen. Dort gibt es das Rückbuchungsrecht. Man nennt es Chargeback. Wenn man seiner Bank erklärt, dass es sich um Betrug handelt, kann man die Lastschrift manchmal stornieren. Gut zu wissen. Was kann man tun, wenn die Polizei sagt, sie kann nicht helfen? Man sollte dann die Verbraucherzentrale einschalten. Die berät kostenlos und kennt Anlaufstellen für internationale Betrugsfälle. Zudem gibt es EU-weiß-rote Listen, in denen betrügerische IBANs und Kontakte gesammelt werden. Damit kann man Banken und Zahlungsdienste warnen. Je häufiger solche Konten gemeldet werden, desto schneller sperren sie die Zahlungswege. Ein anderes Thema ist der Identitätsdiebstahl. Was passiert, wenn jemand eine Kopie deines Personalausweises in die Hände bekommt? Mit einer Ausweiskopie können Kriminelle ganz leicht Mobilfunkverträge oder Online-Kredite in deinem Namen abschließen. Die Handykosten werden dann von deinem Konto abgebucht. Um das zu verhindern, solltest du Ausweisdokumente nie ungeschützt auf deinem PC speichern. Am besten verwahrt man sie in einem verschlüsselten Ordner oder auf einem sicheren USB-Stick. Und wenn man sie per E-Mail verschicken muss, sollte man sie vorher mit einem Einmal-Passwort schützen. Manche sagen, man solle grundsätzlich nie Dokumente scannen. Ist das nötig? Scannen ist erlaubt, wenn man die digitalen Dateien gut schützt. Ein Passwort reicht manchmal nicht. Besser ist eine 2-Schritt-Verifizierung für deinen Cloud-Speicher. Außerdem solltest du regelmäßig kontrollieren, wer Zugriff auf deine Dateien hat und alle nicht mehr benötigten Kopien sicher löschen. Was kann man tun, wenn man merkt, dass jemand in deinem Namen etwas bestellt hat? Du solltest sofort Anzeige bei der Polizei erstatten und der Bank Bescheid geben, dass unberechtigte Abbuchungen erfolgen. Außerdem kannst du bei der Auskunft iSchufa eine Sperrung deines Kontos beantragen, damit kein neuer Kredit in deinem Namen aufgenommen wird. Wenn die Schufa-Sperre aktiv ist, erhalten potenzielle Vertragspartner keinen negativen Eintrag und neue Anträge werden abgelehnt. Eine Freundin von mir hat es gemacht und ihr Kreditkartenanbieter hat die Karte sofort gesperrt. Sie bekam eine neue Karte und musste nur einen kleinen Unkostenbeitrag zahlen. Genau so sollte es sein. Viele Kreditkartenfirmen bieten bereits automatisches Monitoring an. Sobald ungewöhnliche Zahlungen auftauchen, schicken sie eine SMS oder E-Mail und blockieren die Karte bis zur Bestätigung durch den Karteninhaber. Wie bringen wir insbesondere ältere Menschen dazu, aufmerksam zu sein? Sie vertrauen oft zu schnell. Mit klaren Alltagshilfen. Man kann zum Beispiel einen Flyer gestalten mit Bildern von echten und falschen E-Mails, QR-Codes zu vertrauenswürdigen Webseiten und einer Telefonliste mit Hotlines der Verbraucherzentrale und der Polizei.
Wenn Sie das zu Hause aufhängen, sehen Sie es immer wieder und werden nach und nach vorsichtiger. Wir können auch kleine Workshops in Seniorenzentren anbieten. Dort üben wir gemeinsam, wie man Links prüft, wie man Passwörter erstellt und was man beim Geldüberweisen beachten muss. Mit kurzen Übungen und Geschichten merken sich die Teilnehmer die Tipps besser. Das klingt nach einem guten Plan. Dann haben wir heute viele nützliche Ideen gesammelt, wie man sich und andere vor Betrug schützt. Genau. Wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer sind und einfache Methoden wie Postbestätigung, Live-Videobesichtigung und Zwei-Schritt-Verifizierung nutzen, können Betrüger es uns deutlich schwerer machen. Jetzt sprechen wir über Telefonbetrug. Sarah, was sind typische Anrufe, bei denen man vorsichtig sein muss? Viele nennen es falsche Polizeibeamte. Am Telefon behaupten sie, sie seien von der Polizei und dein Kind sei in Gefahr. Dann fordern sie Geld oder Wertsachen. Wie erkenne ich so einen Anruf? Echte Polizisten fordern kein Bargeld per Telefon. Wenn jemand Druck macht und sagt, sofort Opfer zu retten, dann ist es Betrug. Leg am besten sofort auf und rufe die echte Polizeinummer 110 an. Gibt es noch andere Telefontricks? Ja, die Gewinnspielbetrüger. Sie sagen, du hättest etwas gewonnen, musst aber vorher eine Gebühr oder Versandkosten bezahlen. Nach der Zahlung kommt kein Gewinn. Was ist hier die beste Abwehr? Frage immer nach Details zum Gewinnspiel, dem Veranstalter und der Adresse. Seriöse Gewinnspiele schicken keine Gebühren vorab. Sage, ich schaue zu Hause nach und rufe Sie zurück. Dann findest du meistens heraus, dass es das Gewinnspiel gar nicht gibt. Und was ist mit SMS-Betrug? Da bekommst du eine Nachricht mit Link zu einer angeblichen Paketlieferung. Klickst du darauf, lädst du oft Schadsoftware herunter oder landest auf einer Fake-Seite, die deine Daten stiehlt. Wie schützt man sich davor? Nie auf Links in unerwarteten SMS klicken. Gehe direkt zur offiziellen Webseite von DHL oder Hermes und gib dort die Tracking-Nummer ein. Dort siehst du ehrlich, ob ein Paket für dich da ist. Ein anderer Trick ist der Trick mit der App-Vermittlung für Handwerker. Wie funktioniert das? Betrüger geben vor, eine bekannte Handwerker-App zu sein. Sie schicken einen Installationslink. Installierst du die App, kommen Trojaner auf dein Handy und spähen deine Kontakte und Bankdaten aus. Was rätst du, um das zu vermeiden? Installiere Apps nur aus offiziellen Stores wie Google Play oder Apple App Store. Lies Bewertungen und die Rechte, die die App verlangt. Wenn eine Handwerker-App plötzlich Zugriff auf deine Kontakte oder Kamera will, nicht installieren. Kommen wir zum Thema Jobbetrug. Wie erkennt man falsche Jobangebote? Oft sind es E-Mails mit tollen Versprechungen, viel Geld, wenig Arbeit. Sie verlangen eine Anmeldegebühr oder ein Kurspaket vorab. Echte Arbeitgeber zahlen dir, nicht du ihnen. Welche Fragen sollte man stellen? Frage nach der Firmenadresse, der Handelsregisternummer und den Namen von Ansprechpartnern. Suche im Internet nach dem Firmennamen. Wenn es keine Webseite oder einen seriösen Eintrag gibt, Vorsicht. Gut. Ein weiteres Thema sind Datendiebstahl-Apps. Was muss man wissen? Manche Apps in sozialen Netzwerken oder Spiele-Apps sammeln heimlich sensible Daten. Sie versprechen Spaß oder ein Gewinnspiel, aber im Hintergrund werden deine Freundesliste und private Nachrichten ausgelesen. Wie verhindert man das? Gib Apps nur die notwendigsten Rechte. Wenn ein Spiel um deine Kontakte oder dein Mikrofon bittet, lehne es ab. Check regelmäßig in den Einstellungen deines Handys, welche App welche Berechtigung hat, und entziehe unnötige Rechte. Es gibt auch Fake-Charity-Seiten, besonders nach Naturkatastrophen. Wie kann man hier sicher spenden? Spende nur an bekannte Organisationen wie das Rote Kreuz oder World Vision. Gehe über deren offizielle Webseite. Wenn du per Kreditkarte spenden willst, setze Limits ein und prüfe die Abbuchung. Und wenn man jemanden auf der Straße um Spenden bittet? Lass dir einen Ausweis der Organisation zeigen. Seriöse Sammler haben immer einen Dienstausweis mit Foto und Stempel. Wenn du unsicher bist, sag, dass du später online überweisen willst. Einige Menschen fallen auch auf falsche Rechnungen rein, zum Beispiel für Branchenbucheinträge. Was ist der Trick dahinter? Du bekommst einen Brief, der wie eine offizielle Rechnung aussieht, oft mit dem Wort Eintragung oder Datenabgleich. Wenn du zahlst, landest du in einem teuren Dienst, von dem du gar keinen Nutzen hast. Wie erkennt man so eine Rechnung? Lies die Überschrift genau. Wenn es kein eindeutiges Rechnung ist oder keine klare Leistung beschrieben ist, dann prüfe, ob du das Produkt oder den Service bestellt hast.
Im Zweifelsfall rufe das Unternehmen an, das dich vertritt. Welche 3 Maßnahmen sind für dich am wichtigsten? Erstens, misstraue überraschenden Forderungen. Am Telefon, online oder per Post. Zweitens, schütze deine Daten, benutze starke Passwörter und 2-Schritt-Verifizierung. Drittens, prüfe immer Anbieter und Adressen. Egal ob Wohnungsvermieter, Onlineshop oder Jobportal. Sarah, ich habe von einem neuen Betrug gehört, der über WhatsApp läuft. Jemand schreibt plötzlich an und gibt sich als Bankberater aus. Er sagt, dein Konto sei gesperrt und du sollst einen TAN-Code schicken. Was meinst du dazu? Das ist eine Masche. Keine Bank verlangt per Chat oder Anruf einen TAN. Wenn du eine solche Nachricht bekommst, antworte nicht und gib keine Zahl ein. Rufe deine Bank selbst an, wenn du unsicher bist. Manche Betrüger schicken auch einen Link zu einer PDF oder App. Sie sagen, du musst damit deine Daten prüfen. Was passiert, wenn man darauf klickt? Dann installieren sie oft Schadsoftware oder Phishing-Seiten öffnen sich. Die sehen aus wie deine Bank. Nie auf solche Links klicken. Geh immer selbst auf die offizielle Webseite oder in die App deiner Bank. Okay, ein weiterer Trend ist der Investmentbetrug per Social Media. Du siehst Werbung für schnelle Gewinne mit Kryptowährungen oder Aktien. Wie erkennst du ein seriöses Angebot? Wenn jemand dir garantiert, dass du in kurzer Zeit viel Geld verdienst, ist das fast immer Betrug. Jede Anlage hat Risiko. Seriöse Firmen geben keine festen Gewinnversprechen. Sie zeigen dir Fakten und Risiken auf. Betrüger schicken manchmal ein Bild von großen Kontoauszügen mit hohen Summen. Sie schreiben, du brauchst nur ein bisschen einzuzahlen und bekommst viel zurück. Warum fallen so viele darauf rein? Weil Menschen Geldängste haben und schnelle Lösungen suchen. Betrüger spielen mit dieser Angst. Sie zeigen gefälschte Nachweise und verlangen eine erste Kleinigkeit, um Vertrauen zu gewinnen. Was rätst du jemandem, der darüber nachdenkt? Erst informieren. Geh zu unabhängigen Beratungsstellen oder Banken. Wenn du die Firma nicht kennst, such im Internet nach Erfahrungsberichten. Und investiere nie mehr Geld, als du bereit bist zu verlieren. Es gibt auch QR-Code-Betrug im Restaurant. Man bekommt einen QR-Code für die Rechnung, aber er führt zu einer Zahlungsseite, die nicht zum Restaurant gehört. Hast du davon gehört? Ja, scanne den QR-Code nur, wenn er direkt auf der Rechnung steht und gut aussieht. Kontrolliere die URL, bevor du zahlst. Wenn sie komisch aussieht oder eine lange Zahlen-Buchstabenfolge ist, brich ab und bezahle per Karte oder bar. Und im Urlaub an öffentlichen WLAN-Hotspots lauern manchmal Fallen. Man meldet sich an und schon sind die Daten weg. Wie kann man sicher surfen? Nutze nur WLANs, die du wirklich kennst. Frage im Café oder Hotel nach dem offiziellen Netzwerknamen und dem Passwort. Öffentliche offene Netze sind zu riskant für Online-Banking oder Zugang zu wichtigen Konten. Manche Leute nutzen VPN-Dienste, um ihre Verbindung zu verschlüsseln. Ist das sinnvoll? Ja, ein seriöser VPN kann schützen. Aber auch hier gilt, nicht jeder Anbieter ist vertrauenswürdig. Wähle einen Dienst mit gutem Ruf und klaren Datenschutzregeln. Ein anderes Thema ist SIM-Swap-Betrug. Täter bringen dein Mobilfunkkonto auf ihre SIM-Karte, um SMS-Codes abzuholen. Wie funktioniert das? Sie rufen beim Anbieter an und geben sich als du aus. Sie sagen, das Handy sei verloren und man solle die Nummer auf eine neue SIM übertragen. Wenn die echte Karte gesperrt wird, empfangen sie deine SMS und können sich in deine Konten einloggen. Wie schützt man sich davor? Aktiviere bei deinem Anbieter eine PIN oder ein Passwort für Änderungen. Viele Firmen bieten einen SIM-Lock an. Dann verlangen sie zusätzlich zu persönlichen Daten ein Passwort, bevor sie die Karte tauschen. Gut. Und was ist mit Abo-Fallen? Nach dem Download einer kostenlosen App oder eines E-Books gerät man schnell in teure Abos. Die App lockt dich mit Gratis-Testen und versteckt im Kleingedruckten eine Abo-Falle. Du bekommst eine Nachricht, dass du innerhalb von 24 Stunden kündigen musst, sonst wird teuer abgebucht. Wie kann man das verhindern? Lies immer die AGB. Wenn du im App Store eine App abonnierst, siehst du die Konditionen. Setze eine Erinnerung in deinem Kalender, um rechtzeitig zu kündigen. Oder nutze Prepaid-Anbieter, bei denen keine automatische Verlängerung möglich ist. Eine Masche bei Dating-Apps sind die Romance-Scams. Du lernst jemanden kennen, baust Vertrauen auf und dann bittet die Person plötzlich um Geld, weil sie in Not sei. Wie verhinderst du das? Sprich nie über Geld mit einer neuen Bekanntschaft im Netz.
Wenn jemand behauptet, dringend Geld zu brauchen, ist das fast immer Betrug. Blockiere die Person und melde sie der Plattform. Und Serienbriefe mit Gewinnbenachrichtigungen? Du sollst irgendwo in Berlin oder München einen Preis abholen und dafür sollst du einen kleinen Betrag für die Versicherung zahlen. Ist das Betrug? Ja, das ist eine Abo-Falle. Die gewinnen wenig Geld mit dem angeblichen Preis, aber viel mit den Zahlungen. Höchste Vorsicht! Jeder seriöse Gewinn wird kostenlos zugesendet. Wir sprechen auch über deepfake Anrufe, wo du eine vertraute Stimme hörst, die um Hilfe ruft. Hast du davon gehört? Ja, das ist sehr gefährlich. Die Täter nutzen künstliche Intelligenz, um Stimmen von Familienmitgliedern oder Vorgesetzten zu imitieren. Sie fordern Geld oder Kontodaten. Wie kann man sich schützen? Telefonnummer überprüfen. Rufe die vertraute Person zurück über eine bekannte Nummer, bevor du irgendetwas tust. Frage persönliche Dinge, die der Betrüger nicht wissen kann. Ein Freund von mir war auf einem Weihnachtsmarkt und jemand hat beim Geldwechsel getäuscht. Sie haben ihm gefälschte Scheine gegeben. Welche Tipps hast du? Wechsel nur bei offiziellen Stellen oder Banken. Achte auf seriöse Anbieter und prüfe Scheine mit UV-Licht oder fühlbaren Merkmalen. Wenn du unsicher bist, frag nach Lichttest oder Fühltest. Und beim Geldabheben am Automaten. Manche Automaten sind manipuliert und haben falsche Aufsätze oder Kameras. Worauf muss man achten? Untersuche den Kartenschlitz und das Nummernfeld. Wenn der Aufsatz locker sitzt oder eine zusätzliche Schicht eingeklickt ist, warte lieber oder wechsle den Automaten. Bedecke beim Eingeben der PIN immer das Zahlenfeld mit der Hand. Ich habe gelesen, dass es den Dumpster-Diving-Betrug gibt, wo Leute Müll nach Papieren durchsuchen. Wie kann man seine Daten schützen, bevor man sie wegwirft? Schredder alte Briefe und Kontoauszüge, bevor du sie wegwirfst. Benutze einen Kreuzschnittschredder. So können die Daten nicht gelesen oder missbraucht werden. Sarah, ich habe neulich von einem Betrug im Autohaus gehört. Jemand bucht online einen Mietwagen, überweist eine Kaution und bekommt dann keine Bestätigung. Die Betrüger haben Fotos von echten Autos genutzt. Was rätst du? Vor jeder Zahlung im Internet solltest du prüfen, ob die Firma existiert. Suche nach der Adresse und der Telefonnummer. Rufe direkt im Autohaus an, nicht die Nummer aus der E-Mail. Und bezahle die Kaution nur mit Kreditkarte, damit du den Chargeback nutzen kannst, falls etwas schief geht. Gibt es auch Fälle, wo man Tickets für Konzerte oder Sportveranstaltungen kauft und dann nicht bekommt? Ja, das ist verbreitet. Betrüger erstellen eine gefälschte Verkaufsseite und verkaufen Tickets mehrfach. Nutze nur offizielle Verkaufsstellen oder seriöse Partner wie Eventim. Wenn jemand auf Social Media private Tickets anbietet, überprüfe die Rechnung und frage nach Originalbestellnummern. Und wenn man schon bezahlt hat? Kontaktiere sofort deine Bank oder deinen Zahlungsdienst, um die Buchung zu stoppen. Bei PayPal zum Beispiel kannst du einen Disput eröffnen. Zeig Screenshots und alle Chats als Beweis. Ein Freund wurde auch Opfer eines Gutscheinbetrugs. Er hat einen Code für einen 50-Euro-Supermarkt-Gutschein gekauft. Dann war er auf einmal auf einer anderen Seite und musste noch mehr kaufen. Wie vermeidet man das? Kauf Gutscheine nur direkt im Supermarkt oder auf der offiziellen Webseite des Anbieters. Nie auf zwielichtigen Plattformen oder Foren. Wenn ein Gutschein zu günstig ist, ist er oft gefälscht oder an Bedingungen geknüpft, die erst später sichtbar werden. Was ist mit Energieanbietern? Ich habe gehört, da gibt es auch Betrüger, die sich als Mitarbeiter ausgeben und Verträge abschließen lassen. Richtig. Du bekommst einen Anruf. Ihr aktueller Stromvertrag läuft aus. Wir haben ein besseres Angebot. Sie bitten um Bankdaten. Das echte Unternehmen würde nie am Telefon vollständige Bankdaten abfragen. Lass dir ein schriftliches Angebot per Post schicken und vergleiche es mit deinem alten Vertrag. Viele Leute wechseln online ihren Tarif, weil es günstiger ist. Wie kann man das sicher machen? Nutze Vergleichsportale, die transparent sind, zum Beispiel Verivox oder Check24. Achte auf geprüft oder Trusted Shop. Lies die Bewertungen und gucke, seit wann das Unternehmen besteht. Eine andere Masche ist das Gewinnspiel per E-Mail, bei dem man gleich seine Kontonummer eingeben soll, um die Steuern zu zahlen. Warum spricht kaum jemand darüber? Weil viele denken, es sei seriös. Wenn du wirklich etwas gewinnst, zahlt der Veranstalter die Steuern, nicht du. Eine seriöse Firma würde die Steuer abführen und dich informieren. Misstraue also allen Nachrichten, die dich auffordern, zuerst zu zahlen.
Sarah, es gibt auch Fake-Bewertungen für Handwerker oder Dienstleister. Man sieht nur 5 Sterne und tolle Texte. Dann kommt der Handwerker, macht schlechte Arbeit und will mehr Geld. Was tun? Vergiss nicht, Bewertungen immer prüfen, nicht nur die Durchschnitte. Schau dir die Texte und die Profile der Bewerter an. Wenn alle Namen merkwürdig sind oder alle in kurzer Zeit bewertet haben, stimmt etwas nicht. Frag Freunde nach Empfehlungen und guck in lokale Facebook-Gruppen oder Nextdoor. Eine Freundin hat erzählt, sie habe eine App installiert, um ihr WLAN schneller zu machen, und plötzlich wurden Abos abgebucht. Kann man sowas vermeiden? Installiere Apps wirklich nur aus offiziellen Stores. Lies vor der Installation, welche Berechtigungen verlangt werden. Apps, die keinen Grund für bestimmte Zugriffe haben, solltest du nicht nutzen. Und prüfe deine Aboliste in den Einstellungen deines Handys regelmäßig. Es gibt ja auch den Trick mit SMS-Abos. Du antwortest auf eine kurze Nummer und schon geht ein teures Abo los. Wie stoppt man das? Antworte niemals auf Nummern, die du nicht kennst. Schreib sofort S-Stop oder ND zurück, falls du ungewollte SMS erhaltest. Und kontaktiere deinen Mobilfunkanbieter, um die Nummer zu sperren. Die meisten Anbieter blocken kostenpflichtige Kurzwahlnummern auf Anfrage. Sarah, was ist mit QR-Codes in Restaurants oder an Plakaten? Man scannt und landet auf einer Phishing-Seite. Ist es sicher, QR-Codes zu nutzen? QR-Codes können korrekt sein, wenn sie aus vertrauenswürdiger Quelle stammen. Aber wenn du einen Code auf der Straße siehst oder in einer Werbung, die nicht zu einer bekannten Firma gehört, solltest du vorsichtig sein. Kontrolliere die URL in der Vorschau und brich ab, wenn sie komisch aussieht. Ein letzter Punkt. Man liest oft von Cloud-Speicherbetrug. Jemand bietet viel kostenlosen Speicher an und bittet um Kreditkartendaten für zurückhaltende Legitimation. Und dann sind die Daten weg. Wie schützt man seine Files? Vertraue nur großen Anbietern mit gutem Ruf wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive. Kleine unbekannte Dienste können deine Daten nach der Legitimation einfach löschen und du hast kein Backup. Und nutze auch bei diesen Diensten eine 2-Schritt-Verifizierung und überprüfe regelmäßig die angemeldeten Geräte in deinen Kontoeinstellungen. Das war unser Podcast für heute. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, dann zeigt es uns mit einem Like. Schreibt eure Fragen und Erfahrungen gerne in die Kommentare. Wir antworten darauf. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine wichtigen Infos mehr verpasst. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Fälle. Bis zum nächsten Mal.